Google hat gestern Abend auch seine Pressekonferenz gehalten und sagen wir so, hinter den Kulissen ist natürlich deutlich mehr passiert, als man dachte. Bei Google, aber auch bei ihrer I.O. Ich habe die gesamte I.O. gesehen und den ganzen Tag durchgecrunched und wie bei OpenAI getestet, was ich kann, um euch hier meine Highlights zu präsentieren. Ich sag mal so, Google hat so viel rausgehauen. Ich weiß jetzt, was mit Gemini Ära gemeint ist. Aber es war insgesamt natürlich mehr als nur Gemini. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin. Im Herz des gesamten Kosmos stehen die Gemini-Modelle. Google weiß, dass sie mit OpenAI aktuell technisch noch nicht so ganz mithalten können in vielerlei Hinsicht. OpenAI hat einfach aktuell noch stärkere Modelle. Aber Google hat etwas, das OpenAI nicht hat. Und das sind jahrelange Nutzer in Millionenhöhe und dadurch eben auch ein gigantisches Ökosystem. Also Google Docs, Gmail, Android, Chrome, alles Google. YouTube sogar auch, da wo ihr gerade drauf seid. Und das weiß Google natürlich. Bevor es aber losgeht, Google hat das allermeiste der I.O. nur angekündigt. Es ist aktuell noch nicht verfügbar. Bei OpenAI kommt das alles jetzt dann in der nächsten Zeit. Bei Google sind das Ankündigungen für das aktuelle Jahr, also 2024, und das nächste Jahr sogar auch noch bis zur nächsten Google I.O., die dann wahrscheinlich wieder um die ähnliche Zeit ist. Also das war schon sehr, sehr lange. Also das sind alles Themen, die wahrscheinlich kommen werden. Und ich werde trotzdem jetzt mal versuchen, das Ganze für euch einzuordnen. Wir starten mal mit Gemini. Gemini ist laut Google als Modell von Grund auf multimodal gebaut. Also auch wie bei OpenAI soll man direkt Eingaben in Bild, Ton, Video und natürlich Text in das Modell geben können, die dann direkt verarbeitet werden, ohne Delay, ohne irgendwelche Informationsverluste. Ihr erinnert euch, wütend und traurig. Das würde ja verloren gehen, wenn ich einfach nur den Text habe. Dadurch sollen natürlichere Interaktionen möglich sein. Und in der Demo haben sie dazu auch zum Beispiel gezeigt, wie man beispielsweise Vorlesungsnotizen zu einem Podcast umwandeln kann und dann sogar live da Einfluss nehmen kann und zum Beispiel Fragen stellen kann. Materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics. Force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap, join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. The downward pull of gravity. An der Stelle, ich würde mich übrigens riesig freuen, wenn ihr meinen Newsletter abonnieren könntet. Wie schon gesagt, ist das meine Möglichkeit, unabhängiger von der YouTube-Abo-Box zu werden, da meine Videos oft genug auf der Startseite einfach nicht angezeigt werden. Gleichzeitig gebe ich euch dort auch noch einen guten Überblick über die Themen von der aktuellen Woche mit Quellen, die ihr dann natürlich selbst lesen könnt, wenn euch meine Zusammenfassung nicht reicht. Aber ich kann natürlich nicht alles behandeln, weil jeden Tag nicht 3 Videos rauskommen können. Also quasi sowas wie IT-Trends Light, wenn ihr so wollt. Ich höre natürlich auch auf euer Feedback, das hat bislang auch schon ganz gut geklappt, also schaut auf jeden Fall gerne mit dem Link oder mit dem QR-Code hier vorbei. Okay, also Gemini. Seit Release gab es durchaus noch einige Änderungen an Gemini, nachdem ich das Ganze schon für euch getestet hatte. Gemini kam ja bislang in 3 Geschmacksrichtungen: Ultra, Pro und Nano. Ich erspare euch hier die Details, es kamen ein paar Updates raus und es kommt sogar ein ganz neues Modell raus: Flash. Es gibt nun also 4 Gemini-Modelle. Das Besondere an allen Modellen eigentlich ist, dass der Kontext oder das Kontext-Window so riesig sein kann. Es soll allmählich für alle Modelle auf 1 Million Tokens Eingabe gesetzt werden und dann auch freigegeben werden für uns in der EU, und für ausgewählte Entwickler sollen sogar 2 Millionen Tokens als Kontext gegeben werden. Zum Vergleich, GPT-4o hat 128.000 Tokens. Warum? Das ist deshalb so spannend, weil das aussagt, wie viel Information man gleichzeitig in die Eingabe geben kann.
Beispielsweise Programmierer können einfach ihr gesamtes Codeprojekt in einer einzigen Eingabe mitgeben. So I got in there and I threw in the Python library that I was really struggling with. And I just asked it a simple question. And it nailed it. It could find specific references to comments in the code and specific requests that people had made and other issues that people had had, but then suggest a fix for it that related to what I was working on? Das große erklärte Ziel von Google ist aber wohl ein unendliches Kontextfenster, an dem sie gerade arbeiten. Das sagt zumindest der CEO von Google in der Pressekonferenz. Also, alle Infos, die eben gerade relevant sind, egal wie viele das sein könnten, über eure Person, über den aktuellen Kontext, jegliche Google-Suchen, alles. Das kann alles da reingefüttert werden in eine Anfrage, die ihr stellt. Welche E-Mails ihr jemals geschrieben habt, all das akkurat eben direkt vertreten. Und dadurch soll man natürlich auch genauere Antworten bekommen und weniger Halluzinationen. Das ist eins der großen Probleme bei aktuellen KI-Modellen. Can I shoot a video of my possessions and turn that into a searchable database? So I ran to my bookshelf and I shot a video just panning my camera along the bookshelf, and I fed the video into the model. It gave me the titles and authors of the books, even though the authors weren't visible on those book spines. And on the bookshelf, there was a squirrel nutcracker sat in front of the book, truncating the title. You could just see the word Site C, and it still guessed the correct book. The range of things you can do with that is almost unlimited. Aber kurz noch ein paar Worte zu den Modellen an sich. Ultra und Pro sind die großen Modelle, die wir eigentlich schon kennen. Flash ist neu, schneller, aber natürlich kleiner, läuft aber auch in Googles Cloud. All diese drei Modelle laufen nicht lokal, sondern in deren Cloud-Infrastruktur. Nutzt man als Business diese APIs, muss man pro Aufruf bezahlen. Gemini Pro kostet dann $7 pro 1 Million Tokens, und falls die Eingabe kleiner ist als 128.000 Tokens, also so groß wie bei OpenAI maximal möglich, kostet das Ganze sogar nur $3,5 pro 1 Million Tokens. Das ist jetzt in dem Sinne eine ziemlich direkte Kampfansage nach gestern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die sich gestern nach der OpenAI-Konferenz nochmal ganz schnell hingesetzt haben und gesagt haben, und wir machen das noch günstiger, damit sie einfach noch mehr kompetitiv sein können. Gemini Flash ist wie gesagt dieses neue Modell, kleiner, schneller, auch in Googles Cloud, aber dadurch noch mal günstiger und kostet gerade mal 35 Cent pro 1 Million Tokens. Das ist quasi gar nichts. Und auch Nano ist jetzt wohl endlich verfügbar, und Nano ist ja das große Modell, das auf den Endgeräten läuft. Also zum Beispiel eurem Smartphone oder eventuell sogar in Chrome, habe ich jetzt gelesen. Das heißt, dazu wird dann aber auch kein Internet und keine Google Cloud nötig. Das ist schneller und direkter, weil ich mich quasi direkt damit unterhalten kann, und natürlich damit auch für die Privatsphäre ganz gut. Das sagt zumindest Google. Google hat da speziell ein Pop-up mitten in einem Telefonat gezeigt, das vor Scammern gewarnt hat. Also das hat das Telefonat analysiert und dann gesagt, hey, wenn dich jemand nach deiner Kreditkartennummer fragt, ist das ein bisschen weird, lass das sein. Das ist schon sehr, sehr praktisch, aber dafür muss Nano natürlich auch permanent zuhören. Aber Google wäre nicht Google, wenn sie da aufhören. Es gab noch zig neue Vorstellungen von weiteren Modellen, unter anderem die Open-Source-Reihe von KI-Modellen, genannt Gemma, wird wohl auch ein neues Modell bekommen. Aber ehrlich gesagt fand ich die nicht so wirklich beeindruckend, weil es da einfach andere, stärkere Modelle gibt. Sie haben auch so etwas wie den GPT-Store angekündigt, also sowas wie bei OpenAI, wo man speziell Modelle für einen Anwendungsfall definieren kann. Aber die sind ein bisschen anders bei Google. Diese Gems, wie Google sie nennt, werden nicht von Nutzern erstellt, so scheint es mir. Und vor allem ist es nicht nur ein Prompt, sondern das Modell, also ein Gemini-Modell, wird extra fein trainiert auf einem extra Datensatz. Also man nehme ein Original-Gemini-Modell, egal welches, und alles, was das Modell weiß, kommt da schon rein, und dann trainiert man es speziell dafür zum Beispiel, dass es ein großartiger Lehrer ist, wie beispielsweise für LearnLM vorgestellt wurde. Und schon hat man einen eigenen Gem. Diese LearnLMs sollen dann auch in der Gemini-App übrigens verfügbar sein. Und übrigens, Gemini kann jetzt auch dann bald Code erstellen und bei sich direkt ausführen, wie eben ChatGPT das schon seit einer ganzen Weile kann. Der Großteil der Präsentation drehte sich allerdings nicht unbedingt um die KI-Modelle an sich, sondern um die Integration von Gemini
in bestehende Anwendungen. Und das ist wirklich der Bereich, der für mich am spannendsten für Google ist. Denn Google hat, wie gesagt, dieses Ökosystem. Und da KI reinzubauen, ist natürlich der größte Mehrwert für uns Kunden und Nutzer. Aber es gibt auch noch ein paar eher forschende Projekte, die ich euch dann am Ende vorstellen will, die eben auch eine sehr große Kampfansage sind an alle anderen Firmen, I guess. Aber zunächst mal zu den Integrationen. Denn sind wir mal ehrlich, OpenAI hat eine Website, eine App und jetzt auch eine Desktop-App. Das war's dann aber bei OpenAI auch schon. Google hat einfach alles und das merkt man. Vieles davon wird sehr bedeutsam, weil Gemini der direkte Assistant in Googles eigenem Betriebssystem Android ist und er soll eben auch sehr, sehr tief im System integriert werden. Circle to Search beispielsweise konnte ich auch schon testen. Das habt ihr vielleicht auch schon bei euch auf dem Smartphone. Damit kann man einfach was einkreisen auf dem Bildschirm und dann wird direkt danach gesucht. Also so ähnlich wie Lens, nur eben deutlich besser. Man soll damit beispielsweise aber auch, wenn gerade ein YouTube-Video wie dieses hier läuft, diesem Video Fragen stellen können. Sollte es ein Tutorial wie eins meiner über 2000 Stück sein, könnt ihr also erst nach einer Zusammenfassung fragen und anschließend euch sogar Quizfragen erstellen lassen. Ich frage mich dann, was für mich zum Beispiel der Anreiz sein sollte, Videos zu erstellen für Googles eigene Plattform hier. Das wird ja natürlich die Watchtime bei Tutorials zumindest komplett einbrechen lassen, aber okay. Ich vermute, dass hier die Bilder und die Tonspur in Gemini angegeben wird und nicht das Video direkt, zumindest noch nicht, aber sie arbeiten natürlich dran. Und das geht aber natürlich auch nur dank diesem riesigen Kontextfenster, von dem ich schon gesprochen habe. Ich bin aber gespannt, was mit zum Beispiel 10-Stunden-Videos passiert. Dann haben wir aber noch Ask Photos Search. Das basiert auf Google Fotos. Das ist quasi der Ort, wo Google alle eure Fotos hinsynchronisiert, die ihr so macht. Manche Leute, wie etwa einer meiner Podcast-Kollegen, lädt dort aber auch absichtlich Fotos von früher extern hoch, die er digitalisiert hat, obwohl es eigentlich keine digitalen Fotos waren, um alles beieinander zu haben. Und das ist mit dieser neuen Änderung vielleicht sogar relativ schlau, wenn man dieses Feature bedenkt. Bei Ask Photo Search soll man dann zum Beispiel nach Fotos zu dem Schwimmunterricht des Kindes fragen können und bekommt dann eine Timeline, die nur daraus besteht, wie das Kind eben schwimmen gelernt hat. Jedes Foto, was dazu passt. Oder Trip Planning, andere Integration an der Stelle. Ihr sagt, was ihr braucht, Gemini recherchiert für euch, baut euch euren kompletten Trip zusammen mit Locations für Mittagessen, also auch Google Maps ist integriert. Und falls ihr kleinere Dinge ändern wollt, könnt ihr das auch jederzeit tun. Und wahrscheinlich kommt dann auch die Google Flights Integration, wo ihr dann auch direkt den Flug buchen könnt, nehme ich an. Das alles geht in deren Beispiel, wenn die Rechnung und Fluginfos aber zum Beispiel auch schon in Gmail liegen und das zeigt, dass eben auch in Gmail der Zugriff für diesen Gemini Assistant vorhanden ist. Also ja, sehr, sehr viele Integrationen in alle Google-Dienste. Da merkt man erstmal, wie groß dieses Ökosystem wirklich ist. Das Spannendste hieran ist aber für mich gewesen, wie diese Ergebnisse präsentiert werden. Gemini bekommt zum Beispiel für das Trip Planning eine Dynamic UI, also eine Oberfläche, die sich an eure Bedürfnisse anpassen kann. Das könnten erste Hinweise auf etwas sein, das erstmal noch kommt, und zwar auf Apps und Services, die für jeden von uns ganz anders aussehen könnten, je nachdem, wie wir die bevorzugen. Damit meine ich nicht einfach dunkler oder heller Hintergrund, ich meine eher sowas wie Person A bekommt einen vollständigen Skilltree bei meiner Academy und der andere sieht ein klassisches Kurslayout in Listenform, weil er es eben mehr bevorzugt. Und beide werden dynamisch einfach von einer KI erstellt, ohne dass man irgendwas dazu schreiben muss. Das wäre sehr, sehr wild, aber das ist natürlich noch nicht da und wurde auch nicht angekündigt. Nur so ein kleiner Hint auf diese Integration könnte das sein. Und natürlich ist auch eine Integration in Google Workspaces geplant. Also Docs, Sheets, Gmail und all diese anderen Sachen. Hierfür gab es einen extra Teammate, der vorgestellt wurde, der auf alles Zugriff hat, was man so im Workspace hat und den man dann in einem Chat steuern kann. Are we on track for launch? Chip gets to work not only searching through everything it has access to, but also synthesizing what's found and coming back with an up-to-date response. There it is. A clear timeline, a nice summary, and notice even in this first message here, Chip flags a potential issue the team should be aware of. Because we're in a group space, everyone can follow along, anyone can jump in at any time,
as you see someone just did, asking Chip to help create a doc to help address the issue. Kurz gesagt, Google steckt in jedes ihrer Produkte KI rein und lässt alle ihre Produkte miteinander gemeinsam arbeiten. Und natürlich kommt es dann auch in die Google-Suche. Im Grunde wird Gemini, wenn ihr mich fragt, eine Art Suche und schlägt euch dann, basierend auf dem, was ihr braucht, spezielle Webergebnisse vor. Ihr fragt nach einem Rezept? Nee, fragt lieber nach einem ganzen Mahlzeitenplan für die ganze Woche und holt euch Rezepte für eine ganze Woche, zum Beispiel vom Web. Die Zutaten können dann von den Webseiten jeweils von Gemini direkt ausgelesen werden und dann wird eine Einkaufsliste über Notebooks erstellt. Das lässt sich dann natürlich anpassen und man kann sogar wohl bald Fragen an die Google-Suche mit einem Video stellen. Also zum Beispiel, ich filme, wie ich etwas koche und kriege dann wahrscheinlich das Rezept vorgeschlagen. So könnte ich mir das vorstellen. Ja. Alternativ könnt ihr aber auch, wie bei OpenAI, ein Live-Video einspeisen. Das heißt einfach einen Live-Assistant, beispielsweise wenn man einen Guide möchte und irgendwie Sightseeing ist oder sowas und dann die Hintergrundinfos aufs Ohr bekommt. I'm going to take a video and ask Google, why will this not stay in place? And in a near instant, Google gives me an AI overview. I guess some reasons this might be happening. Und hier wurde eine sehr spannende Hardware-Demo gezeigt. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. Also statt nur mit dem Smartphone rumlaufen, kann man auch einfach gleich die Smart Glasses nehmen. Und damit landen wir bei den krassen Projekten. Smart Glasses war dann nur eins von 3, die ich euch vorstellen möchte. Ihr erinnert euch sicherlich an Sora von OpenAI. Die KI, die Videos erstellt und wegen der sogar schon ein Hollywood-Studio gesagt hat, nö, wir machen wieder dicht. Ja, Google entwickelt jetzt auch eine. Beziehungsweise haben sie ja eigentlich schon, sie haben schon ein paar davon entwickelt, aber jetzt haben sie eine neue, die dann all diese Informationen, all das, was sie gelernt haben, vereint und tatsächlich, so wie es aussieht, auf Sora-Niveau mithalten kann. Das Projekt nennt sich Veo. Und natürlich, das letzte Projekt Music AI ist ein Bereich, der, finde ich, aktuell drastisch unterschätzt wird. KI, die Musik macht, das steht zwar noch am Anfang, aber ich bin ja selbst zum Beispiel gerade an einem Selbstexperiment, ob ich ein volles Album veröffentlichen kann und wie die KI da funktioniert, beziehungsweise was sie mir abnehmen kann und was nicht. Music AI wird über YouTube Music entwickelt. Darüber lässt sich dann zum Beispiel das Genre eines Songs ändern, also von EDM zu Metal oder andersrum. Und sogar neue Beats und Loops können erschaffen werden. Man hat ehrlich gesagt nicht allzu viel gehört, aber es ist natürlich das krasse Konkurrenzprodukt zu Suno. Wer Suno nicht kennt, der möge meinen Newsletter abonnieren. Okay, nun, nach dieser ganzen Zusammenfassung der Ereignisse meine persönliche Meinung zu all dem und eine kleine Einordnung. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr viel. Das liegt aber auch einfach daran, dass Google so viel hat. Es scheint, dass Google weniger auf die emotionale KI-Schiene geht, als OpenAI das aktuell tut. Aber im Grunde genommen ist das nur eine Frage der Zeit, bis man das zumindest einstellen kann. Möglich wäre es wahrscheinlich problemlos. Stattdessen holt Google aber in jedem Projekt auf, das OpenAI so viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Sora beispielsweise. Smart Glasses hingegen oder so eine Integration in so ein Ökosystem wie Google mit Workspace und Gmail und so weiter hat, das hat OpenAI nicht. Das kommt erst durch Microsoft, die ja mit OpenAI direkt zusammenarbeiten. Und naja, Windows Phones war eine lustige Zeit. Aber Apple hat ja durchaus auch Interesse an OpenAI, da könnte also die mobile Integration kommen. Wichtig ist mir aber bei der gesamten Zeit der Google I.O. gewesen, das Allerwenigste wird jetzt schon veröffentlicht. Es sind wahnsinnig viele Modelle, wahnsinnig viel Forschungsarbeit. Google hat aber hauptsächlich Work in Progress gezeigt. Die war natürlich beeindruckend, keine Frage,
Aber sie war nicht fertig. Das waren Demos, die wir hier gesehen haben. Und ich sag mal so, Nano wurde auch schon letztes Mal vorgestellt. Die Videos sahen teilweise auch noch verwaschen aus. Die Bilder sahen aber nach wie vor auch eindeutig KI-generiert aus. Gemini ist alles andere als perfekt und demnach natürlich auch weit von fehlerfrei. Aber wie gesagt, das sind wir Menschen halt auch. Dennoch heißt speziell ein 2 Millionen Token-Fenster, das war ja die hauptsächliche große Ankündigung, die sie mehrfach geteased haben, das heißt nicht viel, wenn die Informationen nicht sinnvoll genutzt werden können. Was meine ich damit? Ich hatte das beim Test mit Claude 3 Opus und Sonnet gezeigt. Opus konnte in einer großen Menge an Text bzw. Code sinnvoll Fehler finden und mir dann dazu Tipps geben. Claude 3 Sonnet, also das kleinere Modell, hat keine Ahnung gehabt, obwohl beide dieselbe Eingabe hatten. Sonnet kann also mit so einer großen Menge einfach nicht umgehen. Wenn Gemini zwar mit 2 Millionen Tokens grundsätzlich umgehen kann, aber nicht die relevanten Infos rausfinden kann, nicht die relevanten Schlüsse aus dieser Nadel im Heuhaufen findet, dann bringt das Kontextfenster gar nichts. Und all diese Integrationen, die sie vorgestellt haben, die basieren darauf, die stützen sich darauf, dass dieses Kontextfenster funktioniert. Ohne dieses große funktionierende Fenster kann man die Google-Fotos-Suche vergessen, man kann Trip-Planning vergessen, nicht mal E-Mail-Zusammenfassungen sind dann möglich oder gar Lösungen für solche komplexen Probleme, die ein Assistant für uns hat. Und schon gar kein Teammate, der auf meinen ganzen Workspace Zugriff hat. Das alles muss man erstmal bei Release noch detailliert prüfen. Bei all den Ankündigungen kommt man aber nicht umhin zu sehen, dass alle anderen Updates ein bisschen liegen geblieben sind auf Googles Seite und die Software von Google aktuell irgendwie ein bisschen holpriger wirkt als sonst. Android, der Chromecast, Smart Home Sachen, all das hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Selbst YouTube ist eigentlich stehen geblieben. Ich kann das verstehen, aber die Rechtfertigung muss natürlich erstmal ausgerollt werden und da sein, damit wir sie auch wirklich wertschätzen können. Was da alles wohl kommt, ist aber, wenn es denn wirklich klappt, natürlich unfassbar beeindruckend. Im Grunde sieht der Trend, den Google hier zeigt, aber so aus. Du musst nicht mal mehr selbst was automatisieren, wenn du mit allem im Google-Kosmos bist. Alles wird für dich von einer einzigen KI automatisiert, optimiert, erzeugt und jederzeit beantwortet. Bedenkt man dann noch die ganzen Softwareentwicklungstools, die Google so hat, wird direkt sehr, sehr viel mit optimiert. Meeting-Zusammenfassung in Google Meet, Interaktion mit Kollegen, sogar Kundeninteraktionen können dann automatisiert werden. Auswertungen von Statistiken, kein Problem. Bleibt am Ende die Frage, was ich dann wirklich noch selbst machen muss. Google lässt zwar die Firmen, die Kreativen, die User immer alles selbst machen, wenn sie das wollen, aber wirtschaftlich gesprochen macht dann vieles keinen Sinn mehr. Wie etwa meine Academy. Warum sollte ich händisch Quizzes zu meinen Videos erstellen, wenn jeder von euch das direkt in YouTube bekommen kann? Oder warum sollte ich überhaupt Videos und Tutorials erstellen, wenn man sie eigentlich gar nicht schaut, sondern sie sich von einer KI zusammenfassen lässt? Warum sollte ich Blog- oder gar Newsartikel schreiben, wenn niemand auf meine Seite geht, außer Gemini geht auf meine Seite und extrahiert dort dann die Antwort und fasst die für euch zusammen? Warum sollte ich einen Podcast über Technik haben, wenn man sich einen Podcast selbst generieren kann und sogar live Fragen stellen kann? Oder auch Musik? Zumindest wirtschaftlich macht vieles dann plötzlich keinen Sinn mehr und Leidenschaft finanziert halt keine Branche. Leider. Ich habe in meinem letzten Video OpenAI's GPT-4o stark mit dem Film Her verglichen, weil sie dort eben eine empathische KI gezeigt haben, die sogar lacht, sogar über ihre eigenen Fehler. Das hat mich wirklich beeindruckt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, das ist wirklich sehenswert. Sorry guys, I got carried away. Yeah, you did. Guilty as charged. What can I say? Sometimes I just can't help myself. Ready for another round? Googles Gemini ist aber wie die zweite Seite von Her. Nicht die empathische Seite, sondern die Work-Seite. Im Film spricht der Protagonist beispielsweise mit der KI und sie übernimmt das Schreiben von Mails, von Rechnungen und so weiter für ihn komplett. Dabei ist am Ende dann egal, ob wir Angst vor dem haben, was da kommt und ob wir uns freuen, dass wir uns endlich vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren können. Aber vielleicht ist es auch Zeit für mich, ein nerdiges Katzencafé in meiner Region aufzumachen und meine YouTube-Videos von Vio oder Sora erstellen zu lassen. Naja, bis zum nächsten Mal im Cyberspace.